Ja, wir stehen gerade hier mitten in unserem tollen Blumenladen, hier direkt an unserem Straußtisch, der natürlich so das Wichtigste ist zu unseren Heartbeat-Tagen. Ja, die Fertigfloristik ist da natürlich ein ganz großer Punkt. Wir binden natürlich Individualfloristik, aber auch ja, Standardsträuße werden dort sehr stark angeboten. Und Fleurop hilft uns hier ein bisschen mit den Kollektionssträußen. Und zwar gibt es ganz viele verschiedene. Das fängt zum Beispiel an bei so ganz kleinen Sachen. Ja, da sind so diese bewährten Floristikartikel drin, zum Beispiel Anemone, Freesie, auch ganz beliebt durch den Duft. Aber auch Ranunkel ist ja so ein Klassiker und das Ganze ein bisschen mit Kamelle aufgebunden. Das ist aus diesen Konzeptsträußen sozusagen entwickelt. Das geht dann weiterhin zu etwas größeren Sträußen. Da haben wir dann hier auch Klassiker drin wie eine Santini-Chrysantheme oder auch wieder die Gerbera oder Rose oder auch die Alstroemerie oder eine Freesie. Und das sind so gängige Sachen, weil die haben sich einfach bewährt, weil die lang halten und weil die beim Kunden dadurch natürlich im Vordergrund stehen durch die lange Haltbarkeit. Ja, wir gehen jetzt einfach ein Stückchen weiter. Wir haben hier noch viel mehr Floristik. Hier steht so ein bisschen geballt ganz viel. Und zwar haben wir dann hier so einen ganz tollen großen Strauß, der auch so mit Rosen gebunden ist, in schönem Rotton, aber auch mit Orange und anderen Blumen. Und der ist jetzt relativ groß und wir erleben es ja ganz häufig im Geschäft, dass zum Beispiel die Kunden sagen, oh, das ist aber ein toller Strauß, was kostet der denn? Und ist für manche dann ein bisschen zu hochpreisig. Und da haben wir natürlich dann gleich die kleinere Variante dazu und haben dann sozusagen den Verkaufsartikel gleich fertig gebunden. Das ist immer ein bisschen eine Zeitersparnis, die man sozusagen im Vorfeld gut vorbereiten kann. Aber auch ganz kleine Floristik wie kleine Gestecke oder hier so Glasfüllungen kann man gut anbieten. Die kann man auch schön vorbereiten. Man kann zum Beispiel Gläser mit diesem Aluminiumdraht schon mal vorbiegen und befüllen. Und dann kurz vorher, vor unseren Heartbeat-Tagen, kann man das Ganze sozusagen dann mit Floristik befüllen. Man macht vielleicht ein Muster und übergibt das andere dann sozusagen an eine Aushilfe oder Azubi oder an jemanden, der das einfach reproduziert. Ja, aus den Kollektionssträußen können wir nicht einfach nur diese Sachen binden. Wir können das Ganze auch noch größer machen, wie zum Beispiel hier diesen riesigen Eyecatcher, ein großer, toller Strauß, der in der Mitte in Szene gesetzt wird. Es gibt auch noch mehr Möglichkeiten und die zeige ich euch mal ganz separat. Dazu kommt ihr mal einfach mit. Hier sind wir jetzt bei den Sträußen, die etwas von der normalen Bindetechnik abweichen, also von der klassischen Bindeart. Natürlich haben wir hier eine Kuppelform, die schon klassisch ist, aber die Manschette ist ein bisschen außergewöhnlich. Wir haben hier aus Weide einen Kranz geflochten, in dem wir dann den Eukalyptus hineingesteckt haben und dann wieder hin verflochten haben. Dadurch bekommt der ganze Strauß eine ganz andere Wirkung als ein klassischer Kuppelstrauß. Außerdem haben wir die Rose hier ein bisschen aufgewertet durch das Trockenmaterial, was wir mit eingebunden haben. Das ist hier eine getrocknete Hortensie und ja, so getrockneter Thymian. Und wir haben toll den Kontrast zwischen lebendig und tot. Dadurch wertet das die ganze Blüte noch mehr auf. Außerdem wollen ja unsere Kunden in letzter Zeit immer mehr diese Trockenmaterialien verarbeitet haben. Das ist ja auch so ein Trend, viele Trockenmaterialien in lebendige Sträuße. Und das greifen wir hier schön auf und haben trotzdem noch die traditionelle Kuppelform. Ja, so viel zu diesem Strauß. Als nächsten Strauß haben wir hier etwas Wilderes. Ja, das ist ein Strauß wie aus der Natur. Fast ein bisschen wie gewachsen, wild, fast anmutend wie vegetativ, wie gepflückt. Mit ganz viel Naturwerkstoff. Manche unserer Kunden wollen das halt sehr natürlich, sehr wild, auch mal nicht rund, mal ganz anders gebunden. Und das würden wir sozusagen mit so einem Strauß gut anbieten können. Ja, wir haben ja viele Zweige drin, die dann vielleicht auch noch ein bisschen austreiben und viele tolle Blüten, die lange halten, wie Lilien oder Alstroemerien, Nelken, aber auch Eukalyptus, der ja gerade sehr im Trend ist. Ja, so viel zu dem Strauß. Als unseren dritten Strauß, der etwas besonders ist von der Bindeart her,
haben wir diesen Strauß. Schaut mal, und hier haben wir ganz bewusst mit Gruppen gearbeitet. Hier ist eine große Rosengruppe, aber auch Gerbera und Fräsiengruppen wechseln sich ab. Wirkt fast ja, wie so ein gruppierter oder ein großgruppiger Strauß. Und hier ist auch mit einem tollen Naturmaterial gearbeitet worden, um das Ganze eine schöne Form zu geben. Als Außenabschluss haben wir hier toll verschiedenen Eukalyptus gewählt, damit der Strauß noch eine Lockerheit und noch mehr Größe bekommt. Ja, und hier unten seht ihr, wir haben den Strauß mit einem tollen Bast abgewickelt. Damit wertet man erstens auch nochmal die Bindestelle auf und es hält uns die Floristik zusammen, weil wir ja doch hier relativ viel Blumen verwendet haben und mit einem einfachen, dünnen Bindebast das Ganze gar nicht zusammenhalten würde. Ja, ich denke, ihr habt jetzt noch ganz viele andere Ideen, die ihr umsetzen könntet. Und Fleurop hilft uns da natürlich schon mit seinen ganzen Konzeptsträußen. Aber das ist ja auch eine andere Möglichkeit, das Ganze anzubieten. Ja, ich hoffe, ich habe euch inspiriert und ihr könnt gut in die tollen floristischen Heartbeat-Tage starten.